25 Jahre Counter-Strike und passend dazu gibt es 11 Fakten über CS und die Community, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Fakt Nummer 1. Counter-Strike wird von Millionen Menschen gespielt und füllt mittlerweile ganze Hallen. Valve verdient gut an dem Spiel, unter anderem an den vielen verkauften Kisten. Doch wie viel haben eigentlich die ursprünglichen Counter-Strike-Erfinder verdient? Sind sie auch Millionäre geworden? Ich konnte exklusiv mit Counter-Strike-Erfinder Min Lee sprechen und er hat mir zumindest ein bisschen verraten, wie viel er mit Counter-Strike verdient hat. From Counter-Strike itself, I didn't actually make $1 million. When we sold the rights to Counter-Strike, we sold it when it was quite in its infancy. So I can't really say the exact value, but it wasn't $1 million. No. Yeah. So unfortunately we sold it so early that we weren't really able to negotiate a really good deal for it, to be honest. But yeah, unfortunately I can't really say too much about the details of it. But no, I didn't really make that much off Counter-Strike. Unfortunately. Was wir dabei nicht vergessen dürfen, die Rechte für CS wurden schon Anfang der 2000er Jahre verkauft. Und damals war natürlich noch nicht absehbar, wie groß das Ganze irgendwann einmal werden wird. Und übrigens, Min Lee hat mir auch gesagt, dass er sich heute nicht mehr darüber ärgert, die Rechte so früh verkauft zu haben. Fakt Nummer 2. Es ist ein ziemliches Mysterium. Der Counter-Strike 1.6 Theme Song. Es gibt etliche Videos auf YouTube, die diese Musik hier als offiziellen Counter-Strike 1.6 Song präsentieren. Allerdings, CS 1.6 und auch die Vorgängerversionen hatten im Menü gar keine Musik. Es gab also auch gar keine Titelmelodie. Allerdings wurden früher im Internet CS-Versionen verbreitet, bei der diese Musik hinzugefügt worden ist. Über die Jahre wuchs der Mythos des CS 1.6 Theme-Songs immer weiter und deshalb gingen viele davon aus, dass es die offizielle CS-Menümusik ist. Ursprünglich stammt diese Musik übrigens von Counter-Strike Condition Zero Deleted Scenes. Fakt Nummer 3. Die Allianz und AOL waren früher die Endgegner der Counter-Strike-Clans. Warum? Beide Unternehmen gingen Anfang der 2000er Jahre gegen zwei deutsche CS-Clans vor. Der Versicherungskonzern mahnte den Counter-Strike-Clan Nationale Allianz ab, wegen Verletzung der Namensrechte. Der Clan sollte eine Strafe von 1600 D-Mark bezahlen und auch die Clan-Domain abgeben. Auch der Internetkonzern AOL ging damals gegen einen deutschen CS-Clan vor, gegen die Advanced Online Losers, abgekürzt AOL-Clan. Um großen Rechtsstreitigkeiten aus dem Weg zu gehen, nannte sich der Clan damals in A-Losers. Das Team gewann unter anderem die zweite Ausgabe der ESL Pro Series. Fakt Nummer 4. Wer waren eigentlich die Jungs im Counter-Strike-Menü? Gab es die zwei wirklich oder waren sie einfach grafisch gestaltet worden? Die Antwort, die beiden gibt es wirklich. Es sind zwei Mitarbeiter von Valve. Und zwar John Guthrie und Dave Riller. Beide waren Leveldesigner, die unter anderem an Half-Life und Half-Life 2 mitgearbeitet haben. Fakt Nummer 5. Niemand weiß, wer eine der beliebtesten Counter-Strike-Maps aller Zeiten erstellt hat. Die Rede ist von Iceworld. Sie war früher aufgrund der Trivialität und der Action extrem beliebt. Allerdings ist bis heute ungeklärt, wer dieses Meisterwerk eigentlich erschaffen hat und wofür das FY eigentlich steht. Ein Leveldesigner namens RD hatte jahrelang behauptet, der Designer der Map zu sein. Allerdings galt er auch immer als Troll in Mapping-Foren und deshalb wird daran gezweifelt, dass er wirklich hinter Iceworld steckt. Auf der Homepage Rock Paper Shotgun meldete sich im Jahr 2020 ein User zu Wort, der angab, als 15-Jähriger die Map erschaffen zu haben. Er sei aus Taiwan und sein Nickname sei damals Fantasy gewesen. Deshalb würde das FY vor Iceworld auch nicht für Fight Yard oder Frag Yard stehen, sondern für Fantasy. Als Beweis verwies er auf eine archivierte Homepage, auf der seine Maps gelistet sein sollen. Und es stimmt, es finden sich hier viele FY-Maps, unter anderem auch Iceworld. Doch ob der Taiwanese auch wirklich der Designer von Iceworld ist, bleibt unklar. Vermutlich wird es auf ewig ein Mysterium bleiben, wer wirklich hinter Iceworld steckt. Fakt Nummer 6. Einfacher ist es mit Dust 2. Hier ist klar, dass Dave Johnston die Map erstellt hat. Allerdings ist die wohl beliebteste Counter-Strike-Map aller Zeiten eher durch Zufall entstanden. Denn der Computer des Map-Designers war rund um die Jahrtausendwende kaputt gegangen und Dave konnte deshalb keine neuen Maps erstellen. Er schloss deshalb einen Deal mit der Webseite GameHelper ab.
Der Brite sollte einen neuen Computer bekommen und im Gegenzug würde er für GameHelper eine Counter-Strike-Map erstellen. So I reached out with the offer of, hey, we'll pay for the machine and in exchange you do a map for GameHelper that, can have our name on it. And I mean, it's early days of GameHelper. It's probably the first couple of years we're around. We're trying to raise our star a little bit. And so it was an opportunity, I think, to help Dave get back into creative mode faster. And maybe in return, we could have a little piece of presence in the Counter-Strike community. Dass Dave Johnston eine Nachfolgemap für DE Dust erstellen würde, damit hatte das Team von GameHelper nicht gerechnet. Und dazu war Dave anfangs auch nicht überzeugt von Dust 2. Er war sich sicher, dass sie nie so erfolgreich werden würde wie DE Dust. Doch als CS-Entwickler Chescliff die Map sah, wollte er sie unbedingt in den offiziellen Counter-Strike Map Pool aufnehmen. Valve kaufte daraufhin die Rechte der Map von GameHelper. Für Dust 2, die erfolgreichste Counter-Strike-Map aller Zeiten, wurden damals schlappe $5.000 bezahlt. Probably naively, we could have negotiated better. No one really got too far ahead in any deal with Valve at the time financially. In that way, I think almost it was kind of like, did we do the map a disservice? But I think I was really feeling like, okay, I'm letting go of this little piece of our moment in time, but it's going to be out there for this new audience that's discovering the game for the first time. And to me, that's the legacy that I think that felt good to say, okay, yeah, Dave got a new computer, we got a map, and nobody really got rich in any end of this deal other than Valve, but we all got rich in that everybody else got to play this map who maybe wouldn't have discovered it otherwise. Die Entstehungsgeschichte von Dust 2, sie ist schon ziemlich kurios. Fakt Nummer 7. Counter-Strike wird von Millionen Menschen gespielt und ist auch sehr beliebt bei den Promis. Fußballstars wie Neymar, Coutinho oder Gabriel Jesus zocken gerne eine Runde oder sind teilweise sogar mit den besten CS-Spielern befreundet. Auch Promis aus dem Musikbusiness wie Zed oder Deadmau5 sind seit Jahren schon Counter-Strike-Fans. Auch der deutsche Rapper Alligator hat früher gerne CS gespielt und sogar im Jahr 2006 einen Song über Counter-Strike veröffentlicht. Comedian Bernhard Hohecker spielt CS schon seit Anfang der 2000er Jahre. Auffällig ist auch, dass viele Poker-Profis ihre Wurzeln in Counter-Strike haben. Der wohl bekannteste CS-Spieler, der mittlerweile sein Geld mit Poker verdient, ist Jaguar. Der Kanadier hatte früher unter anderem für Sex, Team 3D oder Team NOA gespielt und zum Beispiel die CPL Winter 2004 gewonnen. Mittlerweile hat er durch Poker schon einige Millionen Dollar gewonnen. Auch Bodo von den A-Losers und ID Gaming ist einer der bekanntesten deutschen Pokerspieler. Was viele nicht wissen, ein Fernsehkommissar war früher übrigens ebenfalls ein guter Counter-Strike-Spieler, der fast den Sprung in die ESL Pro Series geschafft hatte. Robin Sturm von der Sat.1-Serie Auf Streife. Robin war unter dem Nicknamen Lormex ein starker One-on-One-Spieler in der ESL-Ladder und spielte zum Beispiel für Clans wie Deutschlands Kranke Horde oder Stofftiere Online. Auch viele bekannte YouTuber spielen teilweise schon seit Jahrzehnten Counter-Strike. Flying Uwe zum Beispiel ist ein riesiger Fan von Michael Mitrega aka Neo. Und Uhrenkönig Marc Gebauer war früher ein starker Source-Spieler und sogar Moderator bei der ESL. Fakt Nummer 8. Die Radiobefehle in Counter-Strike sind definitiv legendär. Aber habt ihr gewusst, dass die Stimme der Counterterroristen und der Terroristen die gleiche ist wie die der Geiseln in Counter-Strike 1.6? Get me out of here. Okay, let's go. Es ist immer Chescliff, der Co-Creator von Counter-Strike. Er war damals für die Sounds in Counter-Strike verantwortlich. Chess hatte nach Ansicht von Min Lee die perfekte Stimme für die Radiobefehle und die Geiseln. Und deshalb verzichteten die Entwickler auch darauf, einen professionellen Sprecher zu engagieren. Denn das hätte Geld gekostet, das wollten sich die CS-Entwickler sparen. In Counter-Strike Global Offensive wurden dann professionelle Schauspieler und Sprecher verpflichtet. Einer von ihnen ist der US-Amerikaner Chris Freeze, der das FBI-Team vertonte. Fall back, 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 back. That was a close one. Flashbang out. Fire in the hole. It is a lot of fun to do some cool characters like that, and something like Counter-Strike and the FBI.
It was very cool. It was such an honor to be able to do something like that. And the fact that my interpretation, my spin on the FBI agent was so well received, and that I booked the job, and it worked. They were very, very happy with the end result. So it was a win for all. Wolf ließ Chris extra nach Seattle fliegen, damit er hier die Radiobefehle des FBI-Teams aufnehmen konnte. Teilweise musste er minutenlang die gleichen Sätze sagen. When I first started doing it, I thought it was unusual. It's like I'm saying basically the same thing 20 different times, with slight variations. Sometimes it's the exact same line, but maybe one with more projection, one with more urgency, one with more fear, or whatever the director, kind of instructs me to go with. But once I understood the process and what the end result turned into, I was more than happy to oblige and felt honored to be part of the creative process like that. Neben Counter-Strike hat Chris auch Charaktere in Call of Duty oder Medal of Honor gesprochen. Das deutsche GSG-9-Team in Counter-Strike Global Offensive wurde übrigens von Thomas Balou Martin vertont. No stopping us. Oh, scheiße. Too late. Lauf, Granate. Hold your fire. Hold your fire. Der Schauspieler aus Stuttgart ist regelmäßig im TV zu sehen und hat zum Beispiel im Tatort, in der Krimiserie Soko oder bei den Rosenheim Cops mitgespielt. Thomas hat mir gesagt, dass er sehr viele Computerspiele vertont, allerdings selbst noch kein einziges Spiel gezockt hat. Aber es mache oft Spaß, die Figuren zu sprechen. Nachdem er aus dem Tonstudio raus ist, hat er den Job allerdings auch meistens gleich wieder vergessen. Fakt Nummer 9. Wer kennt sie nicht? Die Podbots. Wer früher keine gute Internetverbindung hatte, der trainierte offline mit den Bots. Der Erfolg der Podbots war aber eigentlich eher Zufall, denn ziemlich kurios, der Podbot verbreitete sich früher vor allem über PC-Spielemagazine wie PC Games oder GameStar. Die hatten ihn auf die Heft-CD gepackt, allerdings ohne die Erlaubnis des Entwicklers. Mich hat's genervt, weil mich eigentlich gar keiner gefragt hat. Also ich hatte das immer in den AGBs, wenn man so will, dass ich gerne mal eine E-Mail hätte. Ich will ja kein Geld dafür oder so, aber wenigstens einen Hinweis, wir veröffentlichen das. Und das ist eigentlich nie passiert, wüsste ich nicht. Ich habe das dann irgendwann mal später erfahren, Podbot ist jetzt auf der CD von der GameStar oder so. Und ja, toll, wusste ich aber nicht. Der Podbot gehört ohne Zweifel zu den bekanntesten Bots in Counter-Strike. Wir alle kennen sie noch von früher. Podbot Count Floyd oder Podbot Killing Frenzy. Reich geworden ist der Entwickler des Podbots übrigens nicht. Also finanziell hat mir das gar nichts gebracht. Aber ich habe teilweise Zuschriften bekommen, das hat mich super gefreut. Ich kann mich dran erinnern, ich habe mal einmal eine E-Mail bekommen von so einem Flugzeugträger. So ein Typ von der Army, der meinte, ja, wir sind hier auf so einem Flugzeugträger stationiert, irgendwo im Atlantik und so, und dein Podbot hält uns hier bei Laune und so. Das fand ich richtig cool. Der Podbot hatte übrigens auch ein Easter Egg, das vermutlich keiner kennt. Entwickler Markus Klinge hat mir verraten, dass an seinem Geburtstag Wunderkerzen über den Bots leuchten sollen. Ich habe es selbst noch nicht ausprobiert, aber der Geburtstag des Podbot-Entwicklers ist am 14. Januar. Fakt Nummer 10. In Counter-Strike sollten die Spieler eigentlich mit Panzer, Zügen, Jeeps und Motorrädern fahren können. Das war zumindest der Plan der ursprünglichen CS-Entwickler, das hat mir CS-Schöpfer Min Lee verraten. Und es gab sie ja auch schon, Fahrzeuge in Counter-Strike. Bekannt sind zum Beispiel die Züge in DE Railroad. Die Map kam mit der Beta 6.0 ins Spiel. Oder auch der Panzer am CT-Spawn auf CS Siege, der in der Beta 7.1-Version mit dabei war. Eine eigene Fahrzeugmap gab es auch schon mal mit Cheapathon 2K von Jason Blum. He was definitely one of, if not the pioneer when it came to, drivable vehicles in first-person games. I mean, I know obviously later games like Battlefield came along and Halo, and there were quite a few other games that eventually would come to do that. But I think Counter-Strike was probably one of the very, very first to do that. And it's kind of a neat thing to be associated with that, to have been, one of the pioneers, even though it was a little bit of an accident that kind of fell on me to do that, and that my map was chosen for that. But it is kind of neat though.
Was wir nicht vergessen dürfen, vor 25 Jahren waren fahrbare Autos oder Panzer eher noch unüblich in Computerspielen. Deshalb waren Maps wie Railroad oder Chipperthon 2K quasi Vorreiter für nutzbare Fahrzeuge. Das große Problem war allerdings, dass die Half-Life Engine nicht für Fahrzeuge ausgerichtet war. Die Fahrzeuge verkeilten sich häufig in den Wänden oder es kam zu seltsamen Bugs. Deshalb blieb es eher bei Experimenten. Heutzutage wäre es natürlich kein Problem, Fahrzeuge in Counter-Strike-Maps zu integrieren. Und wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann mal ein Comeback von Panzern oder Autos in Counter-Strike 2. Und Fakt Nummer 11: Die Bombe in Counter-Strike 1.6 hatte gar keinen richtigen Timer. Egal, ob sie gerade erst gelegt wurde oder schon kurz vorm Explodieren war, immer zeigte sie 3 Nullen an. Ich habe deshalb bei CS-Schöpfer Min Lee nachgefragt, warum er eigentlich keinen visuellen Timer erstellt hatte. Seine Antwort: Ich glaube, der Timer der Bombe zeigt 000 an, weil ich nicht schlau genug war, den Timer zu animieren. Also habe ich einfach eine statische Textur verwendet, die 0 anzeigte. Warum auch Valve nach dem Kauf der CS-Rechte anschließend keine richtige Timer-Animation erstellte, weiß Min Lee nicht. Er vermutet, dass sie es aus nostalgischen Gründen so gelassen haben. Und das waren 11 Fakten über Counter-Strike, die ihr vielleicht noch nicht kanntet. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und freue mich über euer Feedback in den Kommentaren.